Es sind bei der täglichen Arbeit am Computer meist die kleinen Probleme, die einen immer und immer wieder ärgern. Heute geht es um 3 solcher Probleme und um deren Lösungen, die es glücklicherweise auch gibt. Das erste Problem liegt entweder am fortgeschrittenen Alter oder daran, dass die Monitore immer größer werden. Es besteht darin, dass ich immer mal wieder den Cursor aus den Augen verliere. Bei Mac gibt es leichte Abhilfe. Sie bewegen den Cursor schnell hin und her, dann wird er größer und ist besser zu sehen. Sie aktivieren diese Option in den Einstellungen bei Bedienungshilfen im Abschnitt Anzeige. Wechseln Sie hier oben zu Cursor und aktivieren Sie Schüttle den Mauszeiger, um ihn zu finden. Bei Windows gibt es in den Einstellungen bei Erleichterte Bedienung den Abschnitt Mauszeiger. Sie können den Zeiger hier größer machen oder mit einer Farbe versehen. Für mich hat sich die Option Invertiert am besten bewährt. Hier bei Textcursor versehen Sie den vertikalen Eingabestrich mit farbigen Punkten unten und oben. Und die machen ihn deutlich besser sichtbar. Zweites Problem: die Feststelltaste. Die betätigt man oft versehentlich und schreibt dann alles in Großbuchstaben. Bei dieser Logitech-Tastatur gibt es eine einfache Lösung. Im Hilfsprogramm zur Tastatur klicken Sie auf Mehr und können hier bei deaktivierte Tasten nebst anderen auch Caps Lock abklemmen. Falls Sie keine Logitech-Tastatur haben, verwenden Sie die Windows Power Toys. Im Tastaturmanager klicken Sie auf Tasten neu zuordnen. Hier können Sie die Taste Caps Lock zum Beispiel als Umschalttaste belegen und auch beliebige andere Tasten mit einer neuen Funktion ausstatten. Das dritte Ärgernis: das umständliche Anmelden auch nach kurzen Pausen, während denen man den Computer unbedingt sperren sollte. Praktisch sind die neuen Computermodelle, die einen per Kamera oder per Fingerabdruck identifizieren. Beim Mac gibt es die praktische Option, den Computer und Apps mit Hilfe der Apple Watch zu entsperren. Sie findet sich in den Einstellungen bei Sicherheit unter Allgemein. Bei Windows gibt es unter Konten und dann hier bei Anmeldeoptionen diverse Möglichkeiten. Hier die PIN oder meine bevorzugte Methode, der Bildcode. Sie wählen ein Bild, auf dem Sie per Maus 3 Bewegungen ausführen, um sich zu authentifizieren. Falls Sie jetzt festgestellt haben, dass Sie ein ganz anderes Problem plagt, dann dürfen Sie mir gern ein E-Mail schreiben. Ich kann nicht versprechen, dass ich auf alle Fragen eine Antwort habe, aber wenn ich eine Lösung finde und wenn das Ärgernis für ein breites Publikum interessant ist, dann werde ich gern in einer künftigen Folge darauf eingehen.